it's such a great privilege to work for the Lord. Und es ist so ein Privileg, für den Herrn zu arbeiten. It's not the type of thing that you become extremely wealthy. Es ist nicht was, wo es dich super reich macht. Only a few end up on television. Nur ein paar landen im Fernsehen. But you're working for the greatest boss in the universe. Aber du arbeitest für den größten Chef im ganzen Universum. You know, the last verse of the book of John Weißt du, der letzte Vers im Johannesevangelium says that if all of the works or everything about Jesus was recorded, da steht, wenn alles über Jesus jemals dokumentiert werden that worden wäre, all of the books in the entire world would not be able to contain it. dass alle Bücher auf der ganzen Welt all das nicht fassen könnten. Now, Rome at that time, they had as many books or documents as we have today. Und die Römer damals hatten ungefähr genauso viele Bücher, wie wir heute haben. Maybe not bound books, but certainly documents, scrolls, and that type of thing. Vielleicht nicht so gebundene Bücher wie wir, sondern eher halt irgendwelche Schriften, Schriftrollen und so weiter. And so that's a lot of information about one man. Und es ist sehr, sehr viel Information über einen einzigen Menschen. Except this man was a God man. Nur, dass dieser Mensch ein göttlicher Mann war. It does make a difference. Und das macht einen Unterschied. But when we look at our Bible that we have today, Aber wenn wir in unsere Bibel gucken, die wir heute haben, we have 129 different events recorded about Jesus. dann haben wir 129 verschiedene Vorkommnisse über Jesus. This includes his birth, his life, his death and resurrection, Das beinhaltet seine Geburt, sein Leben und auch seinen Tod und seine Auferstehung. his teachings, his parables, Seine Lehre und die Gleichnisse, in denen er gesprochen hat. his instructions, both privately to his disciples and to the multitudes. Die Anweisungen, die er zum einen einfach seinen Jüngern im geschlossenen Rahmen gegeben hat, aber auch die er allen anderen drumherum gegeben hat. And so 129 is all we have. Also 129, das ist alles, was wir haben. What happened to the thousands of other things that were recorded? Was ist mit all den Tausenden von anderen Events passiert, die so passiert sind? Well, some were lost, Die sind vielleicht irgendwo verloren some gegangen. were destroyed, Manche wurden zerstört. some accidentally destroyed, some on purpose destroyed. Manche wurden aus Versehen zerstört und manche einfach extra. Our enemy tried his best to eradicate Jesus, Unser Feind hat sein Bestes getan, um zu versuchen, Jesus auszulöschen. but 129 were preserved. Aber 129 Vorkommnisse wurden erhalten. And in my opinion, Und in meiner Meinung nach, these that were preserved, God knew that we would need that for the 20th and 21st century. bei meiner Meinung nach ist es so, dass bei diesen 129 Vorkommnissen das genau die sind, wo Gott wusste, dass wir die für diese Zeit heute brauchen. This means that everything that's recorded in the Gospels about Jesus is of equal importance. Das bedeutet, dass alles, was wir in den Evangelien lesen, auf gleicher Wichtigkeit sind. Except for his sacrifice for us, and that is well above everything else. Abgesehen natürlich von seinem Opfer für uns, weil das steht einfach sehr, sehr weit über all dem anderen. But everything except that redemption, everything is of equal value. Aber alles ausgenommen von der Erlösung ist eigentlich von gleichem Wert. Now, most preachers, they have favorite sermons. Und die meisten Prediger, die haben so Lieblingspredigten. And those that hear the sermons, they have favorite sermons. Und die zuhören, haben auch Lieblingspredigten. And many of those are the same. Und oft ist es auch das Gleiche. Like, as an example, how many sermons have you heard about Jesus breaking the bread and the fish and feeding the multitudes? Zum Beispiel, wie viele Predigten habt ihr darüber gehört, dass Jesus das Brot bricht und die Fische verteilt und einfach die große Menge an Menschen mit Essen versorgt? You don't have enough fingers and toes to count them. Ihr habt gar nicht genug Finger und Zehen, um das alles zu zählen. Or the raising of Lazarus. Oder die Wiederauferweckung von Lazarus. Or the call of Peter and James and John and Andrew. Oder wie Petrus und Johannes und Jakobus, wie er sie zu sich gerufen hat. But what about others? Aber was ist mit den anderen? What about Jesus' reaction when he was told about the Galileans being killed by Pontius Pilate during a time of sacrifice? Was zum Beispiel mit der Reaktion von Jesus, als ihm gesagt wurde, dass Pontius Pilatus die Galiläer umgebracht hat? Maybe you've heard that one time, Vielleicht hast du es einmal gehört, maybe two. vielleicht zweimal. What about the 18 people who were killed when a tower fell?
Oder was ist mit den 18 Leuten, die umgebracht wurden, als der Turm umgefallen ist? Maybe, again, 1 or 2 sermons. Vielleicht 1 oder 2 Predigten. But it was one of the 129 recorded. Aber das ist eins von diesen 129 Vorkommnissen. So they are important. Also ist es wichtig. And it's our responsibility to determine why. Und es ist unsere Verantwortung, herauszufinden, warum das wichtig ist. Why did God preserve this and not one of the thousands of other things? Warum hat Gott genau das aufrechterhalten, uns gegeben und nicht eins von diesen 1000 anderen Sachen, die passiert sind? This morning we'll be ministering about one of those subjects. Und heute reden wir über eins von diesen Events. One of the subjects that is recorded actually 3 times. Und es ist ein Vorkommnis, was 3-mal runtergeschrieben wurde. But very few sermons have been preached about it. Aber es gibt eigentlich relativ wenig Predigten, die darüber It's gepredigt one of werden. those things that you read over real quickly to get to something more important. Das ist eine von den Sachen, die du halt so mal eben liest, um dann zu was etwas Wichtigerem zu kommen. But it's of equal value. Aber es hat genau den gleichen Wert. But now we have to determine why. Jetzt Is müssen it wir herausfinden, valuable to warum, us? warum das für uns wichtig ist. And so if you'll turn to the book of Luke, Wenn du ins Lukas-Evangelium and schaust, we'll be covering the Luke setting of this story, und wir gucken uns jetzt erstmal das Setting von der Geschichte an, the 4th chapter, das 4. Kapitel. and we'll be reading verses number 38, 39, and 40. Und es sind die Verse 38, 39 und 40. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten für ihn und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihm. Als aber die Sonne unterging, brachten alle die Kranke hatten mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. This subject is commonly called the healing of Peter's mother-in-law. Dieses Vorkommen wird meistens die Heilung der Schwiegermutter von Petrus genannt. So we read it and we say, okay, she had a fever, Jesus healed her, so subject over. Und wir lesen das und lesen halt, oh ja, sie war krank, sie wird geheilt und dann fängt sie an, Essen zu machen. But this has been preserved for 2,000 years. Aber das wurde aufrechterhalten für über 2000 Jahre. Why? Warum? There's something here for us, Da ist was für uns drin. something here for each one of you. Etwas für jeden Einzelnen von euch heute. Because our God had you in mind Weil unser Gott hatte dich im Kopf, when he chose to preserve this story. als er beschlossen hat, dass diese Geschichte erhalten bleibt. Now we have to determine why. Und jetzt müssen wir rausfinden, warum. You know, the Roman Empire at this time was trading all over the world. Also das Römische Reich hat zu der Zeit in allen Bereichen der Welt gehandelt. They traded for horses out of Russia, Die haben aus Russland Pferde geholt, for lead and for tin out of Britain, Metall aus Großbritannien, for salt out of Austria, Salz aus Österreich and for timber from your country in Germany. und Holz kam aus Deutschland. And some of the most valuable imports were from northern India, Nepal, and Tibet. Und ein paar von den wichtigsten Importen oder kostbarsten Importen kamen aus Tibet, And from that noch area, ein paar andere Länder. Sorry, I just didn't catch all of the countries. oh, okay, Tibet, Tibet, Nepal, Nepal, India, Indien and what is now part of Pakistan. und das, was jetzt teils Pakistan ist. And from this area, they received incense, Und aus dieser Ecke haben sie Weihrauch bekommen, pepper, Pfeffer other types of spices, und andere Gewürze and silk. und Seide. And so it was very, very valuable cargo. Und das war sehr, sehr wertvolles Gut. There was a caravan leaving the Nepal area in February of the year 24 AD. Also es gab eine Lieferung, die im Jahr 24 AD. Yeah, 24. Genau, halt losgeschickt wurde. This caravan, according to the Roman records, they had over 300 camels. Und nach den Aufzeichnungen, die wir haben, hatte diese Lieferung über 300 Kamele, More than 400 mules and horses, über 400 Esel und Maultiere und Pferde
And then they had an additional 1,000 soldiers to guard the caravan. Und dann hatten sie über 1000 Soldaten, die diesen Zug, diese Lieferungen beschützt haben. Plus, you had the merchants, the drivers of the animals, and the workers to keep the caravan going. Ja, und dann hattest du halt noch die ganzen Händler und die Hirten und alle, die halt einfach diese Karawane am Laufen hielten. As this caravan made its way towards Rome, Und als sie ihren Weg nach Rom angetreten haben oder machten, people began to get sick. sind Leute krank geworden. And it was a mystery disease. Und es war eine mysteriöse Krankheit. And the people would begin by becoming nauseated. Und es fing an, dass den Leuten übel wurde. And then they got chills. Und dann haben sie sowieso Schüttelfrost bekommen. And then dysentery. Und Diarrhea. dann haben sie Durchfall bekommen. And then aching of the muscles. Und dann taten ihnen die Muskeln weh. And then the joints begin to swell. Und die Gelenke haben angefangen anzuschwellen. And then they receive tumors Und dann haben sie on their neck and under their arm and between their legs. Und dann haben sie wie Tumore bekommen am Hals, in den Achseln und auch so im Leistenbereich. Now, all of these were symptoms of bubonic plague, Und das waren alles Symptome von einer Form von Pest. which in Europe was called the Black Death. Wurde in Europa der schwarze Tod genannt. But at that time, no one knew anything about it because it was new. Aber damals wusste halt noch keiner was darüber, weil es noch neu war. And so it was a mystery why this was happening. Und es war so ein Mysterium für die Leute, weil sie nicht wussten, was da So passiert. as the caravan began to move toward Rome, closer and closer, Und als die Karawane sich auf den Weg nach Rom gemacht hat und immer näher kam, the people not only became sick, but they began to die. da sind die Leute halt nicht nur krank geworden, sondern sie haben auch angefangen zu sterben. And not only those that were working with the caravan, but also people in the communities that they passed through. Und es waren halt nicht nur die Leute, die Teil von dieser Karawane waren, sondern auch die Leute, die an den Orten waren, wo sie durchgereist sind. The word got back to Emperor Tiberius. Und davon wurde dem Herrscher Tiberius berichtet. And Tiberius says that when you get to the Euphrates River, stop. Und er hat dann gesagt, wenn ihr zum Euphrates, zu dem Fluss kommt, dann stoppt. The Euphrates River was the kind of the unofficial eastern border of the Roman Empire. Und der Fluss war halt die inoffizielle östliche Grenze vom Römischen And Reich. Tiberius said, before you enter Rome, I want to know what this is Und Tiberius hat gesagt, bevor ihr nach Rom reinkommt, will ich wissen, was das ist and how we can fight it. und wie wir das bekämpfen können. So he dispatched the Governor General of Medicine to the Euphrates River. Und dann hat er den Überseher von der Medizin vom ganzen Reich dahin geschickt. His name was Marcus Quintus Americus. Und sein Name war Marcus Quintus Americus. Yeah, right. And so the caravan was halted when he arrived. Und die Karawane wurde halt angehalten, als er kam. So he began to study the disease, Und er hat angefangen, diese Krankheit zu studieren. especially those who died. Und vor allem bei den Leuten, die gestorben And waren. he discovered that these tumors that they developed, Und er hat herausgefunden, dass diese Tumore, die sie entwickelt hatten, that if you cut the tumor open and catch the fluid and discard the fluid, dass wenn du die Tumore aufschneidest und die Flüssigkeit, die da rauskommt, auffängst und wegwirfst, then the chances of recovery increases by 60-70%. da hat er herausgefunden, dass wenn man das halt macht, dass dann die Chance für Heilung oder für wieder gesund werden 60 oder 70% höher war. But if you wait for the tumors to break of their own self, Aber wenn du wartest, dass diese Tumore von selber platzen, then the fluid goes into the air. dann geht die Flüssigkeit in die Luft. And then you breathe back in that diseased air. Und dann atmest du diese verseuchte Luft wieder ein. And it causes the disease to spread even more. Und es sorgt dafür, dass sich die Krankheit halt noch mehr verbreitet. And that the chances of survival of those that the tumor is broken is only about 10%. Und die Chance von denen, bei denen diese Tumore aufgeplatzt sind, die Überlebenschance war nur so 10%. So 90% die. Also sind 90% von denen gestorben. The very last symptom is fever, Das allerletzte Symptom ist Fieber. a high fever. Sehr, sehr, sehr hohes Fieber. And once a person receives the high fever, Und sobald eine Person dieses hohe Fieber hat, then it's 100% fatal. dann ist es 100% tödlich. 100% death.
Also es ist 100% wahrscheinlich, dass No die Person recovery. stirbt. Es gibt keine Genesung. So they stayed on the banks of the Euphrates River, actually for almost a year. Und dann sind sie halt am Flussufer geblieben für fast ein ganzes Jahr. And during that time, the disease went down, Und in dieser Zeit ist die Krankheitsrate runtergegangen. and the death rate went down. Und auch die Todesrate ist runtergegangen. And why, we don't know unless they ran out of people to infect. I don't know. Also man weiß nicht genau, warum. Es kann höchstens sein, dass sie einfach keine Leute mehr hatten, die krank werden konnten. Aber man weiß es halt nicht, warum die Zahl But runterging. finally, Tiberius gave permission for them to move. Und dann hat Tiberius endlich die Erlaubnis gegeben, dass sie einziehen können. So they began again. Also sind sie wieder weitergelaufen. And in January of the year 27, Und dann im Januar vom Jahr 27 they felt secure to go all the way to Rome. dann hatten sie das Gefühl, dass es sicher ist, den ganzen Weg nach Rom zu gehen. And in January of 27, they entered Damascus. Und im Januar sind sie dann nach Damaskus eingezogen. By that time, the disease had returned, Und zu diesem Zeitpunkt war die Krankheit wieder gekommen, but not as great as before. aber nicht so stark wie vorher. So Americus was with the caravan. He was traveling with them. Und Amerikus war mit der Karawane, der ist mit denen gereist. And he says, when we get to Damascus, I will find a cure. Und er hat gesagt, wenn wir nach Damaskus kommen, werde ich ein Heilmittel finden. He notified Tiberius Caesar that we are stopping in Damascus. We are staying until we find a cure. Und er hat Tiberius gesagt, wir stoppen in Damaskus und wir bleiben hier, bis ein Heilmittel gefunden wird für diese Krankheit. And that's what they did. Und das ist, was sie gemacht haben. Now, over the next couple of months, Und in den nächsten paar Monaten Americus did something that was totally unprecedented. hat Amerikus was gemacht, was einfach noch total ungewöhnlich war. They inspected every person in the city, Sie haben sich jede einzelne Person in der Stadt angeschaut und untersucht. royalty or beggar, Sowohl die Adligen als auch die Bettler, man or woman, Männer und Frauen, from baby to old man. Babys bis alte Leute. They inspected every centimeter of the person Sie haben jeden Zentimeter von jeder Person untersucht, to determine the symptoms, if there were any symptoms, um die Symptome zu erkennen und zu gucken, ob überhaupt welche da waren. and those who were infected, Und die infiziert waren, the extent of the infection. da wurde geguckt, wie weit sie infiziert waren. And then Americus did something that was, in most people's opinion, was very dramatic. Und dann hat Amerikus was gemacht, was in der Meinung von vielen Leuten sehr dramatisch war. But it was successful. Aber es war erfolgreich. If the tumor had not broken, Wenn der Tumor noch nicht aufgeplatzt war, then he would cut it or have it cut to get the fluid out dann hat er es aufgeschnitten, damit die Flüssigkeit rauskommt and save the lives of many people. und um die Leben von vielen Leuten zu retten. But those that the tumor had burst of their own accord, Aber bei denen, wo die schon aufgeplatzt waren, die Tumoren, he would isolate them in quarantine. die hat er isoliert und in Quarantäne gesteckt. And they would stay in quarantine for 10 days. Und die blieben für 10 Tage in Quarantäne. Now, during that time, if there was improvement, Und wenn in diesem Zeitraum sich irgendwas gebessert hat, then he would allow them to join the community. dann hat er ihnen erlaubt, wieder zurück in die Gemeinschaft von den anderen Leuten zu But gehen. on the other hand, Aber auf der anderen Seite, if the person that had the tumor burst open, aber wenn bei der Person, wo der Tumor aufgeplatzt war, and while they were quarantined, that they got worse wenn es dieser Person in der Zeit der Quarantäne immer schlechter ging and developed a fever, und sie ein Fieber entwickelt hatten, then he would take that person dann hat er diese Person genommen and put them in their home und sie in ihr Haus gebracht, along with anyone that they came in contact with zusammen mit allen, die in Berührung mit dieser Person gekommen sind, that breathed the same air that they breathed, die gleiche Luft geatmet hatten, die geatmet or hatten. anyone who touched them or whom they touched. Und auch jeder, der diese Person berührt hatte oder den diese Person berührt They were hatte. locked in the home. Und die wurden in dem Haus eingesperrt sozusagen. And America's made very extensive notes about each person. Und Amerikus hat sehr, sehr ausgiebig dokumentiert über jede einzelne Person. And then he personally would take a torch
and set the house on fire. Und dann hat er persönlich eine Fackel genommen, ist zu dem Haus gegangen und hat das Haus in Brand And gesetzt. everyone inside was burned. Und jeder Einzelne in diesem Haus wurde verbrannt. There were more than 5,000 people in Damascus burned in this way. Und da waren ungefähr 5.000 Leute, die so verbrannt wurden. But it did stop the plague. Aber so wurde halt diese Plage beendet. And so with the plague now being stopped, permission was given for the caravan to continue. Und jetzt, wo die Krankheit vorbei war, gab es eine Erlaubnis, dass sie halt weitergehen konnten. Excuse me. Kleinen Moment. See, she's my brain and she's my mouth. Ich bin Gehirn und Kopf gerade. But as the caravan again continued, Und als die Karawane dann weitergezogen ist, the disease came back. kam die Krankheit wieder. In August of that year, Und im August von diesem Jahr the caravan entered Capernaum. ist die Karawane nach Kapernaum gekommen. Now, according to early church history, Und nach früher Kirchengemeinde Peter's mother-in-law, her name was Lucretia. war der Name von Petrus Schwiegermutter Lucretia. Now, the Bible doesn't say that. Die Bibel sagt es nicht. This is early church tradition. Das ist aus alten Kirchenaufzeichnungen, also sehr frühen Kirchenaufzeichnungen. Now, at this time, on this particular day, Jesus was at the synagogue, Und zu dieser Zeit, an diesem bestimmten Tag, war Jesus in der Synagoge. and he was involved with the rituals of Sabbath. Und er war mit den Ritualen des Sabbat beschäftigt oder war mit da drin. When Jesus left the home of Peter and Lucretia, she did not have a fever. Also als Jesus das Haus verlassen hat von Petrus und seiner Schwiegermutter Lucretia, da hatte sie noch kein Fieber. But while he was there at synagogue, Aber so während der Zeit, wo er in der Synagoge war, then Jesus was summoned da hat sie Fieber bekommen und dann wurde Jesus gerufen, because she now has fever. weil sie halt jetzt Fieber hatte. Now, once you get fever, Und sobald du Fieber hast, 100% death, 100%ige Todeschance as well as 100% contagious. und 100% auch Ansteckungsgefahr. So once you have fever, Sobald sie Fieber hatte, if you breathe the same air as the infected person, you become infected. wenn du die gleiche Luft atmest wie diese Person, hast du es halt auch bekommen. If they touch the person with fever, they become infected. Und sobald du die Person anfasst, die Fieber hast, dann wurdest du auch krank. Or if she would touch them. Oder wenn sie die Leute angefasst hatte. And so according to the law, the mandate established by Tiberius Caesar, Und nach dem Mandat, was Tiberius Caesar gestellt hatte, once a person received fever, sobald eine Person Fieber bekommen hatte, they were forced into their home. wurden sie dann auch in ihr Haus gezwungen, reinzugehen. And anyone that came in contact with them went to the home with them. Und jeder, der irgendwie in Kontakt mit dieser Person war, musste auch mit ins Haus. The records were completed by Americus. Die Aufzeichnungen wurden von Amerikus vorgenommen. And then he would take the torch personally and light the fire. Und dann hat er persönlich die Fackel genommen und das Haus in Brand gesetzt. Lucretia had fever. Lucretia hatte Fieber. Jesus knew the rules. Jesus kannte die Regeln. He knew the steps that must be followed. Und er wusste, welche Schritte dann befolgt werden mussten. But even though Jesus knew that he could not escape the fires of Rome Und obwohl Jesus wusste, dass er diesen Feuern Roms nicht entkommen konnte and the torch of Americus, und der Fackel von Amerikus, Jesus went anyway. trotzdem ist Jesus gegangen. Lucretia had fever, Lucretia hatte Fieber and Jesus was summoned anyway. und Jesus wurde trotzdem gerufen. And Jesus turned and went back. Und Jesus hat sich umgedreht und ist wieder zurückgegangen. Now we see, we read the document that was written by Americus. Und wenn wir das lesen, was Amerikus geschrieben hatte, And he says this, da steht, and he said, I had the torch in hand. ich hatte die Fackel in der Hand And then I was closing the house to und burn it. ich habe das Haus verschlossen, um es zu verbrennen. And then a rabbi a Jewish rabbi from the city arrived. Und dann kam ein jüdischer Rabbi aus der Stadt And he said that I told him, do not go in or else you will not come out. und Amerikus hat geschrieben, dass er gesagt hat, hey, du kannst nicht reingehen, sonst kommst du halt nicht But wieder raus. he entered anyway. Aber er ist trotzdem reingegangen.
and the house was shut. und das Haus wurde verschlossen. Now, the Word of God tells us that Jesus healed Lucretia. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus Lucretia geheilt hat. The Mark setting said he took her by the hand and raised her. Und dass im Markus-Evangelium steht, dass er sie an der Hand genommen hat und ihr aufgeholfen hat. The Luke setting basically just says she was healed. Und Lukas sagt einfach nur, sie wird geheilt. But he was ready to set the house on fire, Aber Amerikus war bereit, das Haus in Brand zu stecken. which meant that Jesus knew that he was scheduled to be burned. Was bedeutet, dass Jesus wusste, dass ihm bevorstand, verbrannt zu werden. That if the natural series of events took place, this was Jesus' last few minutes of life. Und wenn es einfach so gelaufen wäre, wie es halt Standard war, dann wären das die letzten paar Minuten von Jesu Leben gewesen. But this woman needed him. Aber diese Frau hat ihn gebraucht. Even when there was no zero, when there was no hope of life. Selbst da, wo null Hoffnung für Leben war. 100% guaranteed death. 100%ig garantierter Tod. Jesus came anyway. Da ist Jesus trotzdem gekommen. And then Americus makes a very compelling statement. Und dann schreibt Amerikus etwas sehr Beeindruckendes. He says, on this day, Er sagt, an dem Tag, at this hour, zu dieser Stunde, in the city of Capernaum, in der Stadt Kapernaum, the plague was stayed war diese Plage beendet. and it stopped. Und sie hat aufgehört. For the rest of the day, others who were infected came to the home. Jesus healed them. Und für den restlichen Tag kamen alle, die irgendwie infiziert waren, zu dem Haus von Petrus Schwiegermutter und sie wurden auch geheilt. To the point that the disease did not go any further than Capernaum. That was it. Bis zu dem Punkt, dass die Krankheit nicht weiterkam als Kapernaum. Saving the lives of thousands, perhaps millions. Und das Leben von Tausenden, vielleicht sogar Millionen wurde gerettet. Even unbelievers were healed. Auch or Nichtgläubige were wurden spared the geheilt disease. oder wurden verschont von der Krankheit. And the disease did not return to that area for 316 years. Und für 316 Jahre kam diese Krankheit nicht zurück in die Gegend. It made its appearance in other places, in Spain, in Portugal, in Africa. Sie kam in anderen Orten hoch, Portugal, Spanien, Afrika. But in this area, not for more than 300 years, Aber in diesem Gebiet hatten sie über 300 Jahre ihre Ruhe. saving the lives of millions. Die Leben von Millionen gerettet. And all because Jesus was summoned even when it was impossible. Und das nur, weil Jesus gerufen wurde, obwohl es unmöglich schien.